Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge von Playmocast. Und in dieser 69. Folge sind zwei alte Bekannte wieder mit dabei. Hallo und herzlich willkommen, Tobi. Moin. Und hi, Jonas. Du bist auch wieder mit am Start. Ja, moin, ich bin auch wieder dabei. Freut mich sehr, dass ihr wieder da seid. Und ja, in dieser wundervollen Zeit, in der schönsten Zeit des Jahres, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber das werden wir, glaube ich, in den nächsten 30 Minuten herausfinden, ob das für euch auch die schönste Zeit des Jahres ist. Also wir kommen zum jährlichen Höhepunkt dieses Podcastes, zumindest aus meiner Sicht. Und ich glaube, aus deiner Sicht auch, Tobi. Ja, obwohl ich die Packung edle Tropfen Nuss vergessen habe. Nee, wie heißen sie noch, Jonas? Mist. Edle Tropfen in Ich hab's Nuss. ja vergessen. Ja, doch. Bring dir das nächste Mal eine mit, Tobi. Dann bei Tjorben, ne? Ich warte drauf. Genau. Nee, ich bin da voll bei dir, Lars. Also, ich stimme dir da voll und ganz zu. Auch ohne edle Tropfen in Nuss. Jonas, wie siehst du das? Also ich muss mich leider outen, ich bin totaler Grinch. Ich finde Weihnachten Ja. richtig furchtbar. Das hat sich aber auch erst so in den letzten Jahren entwickelt. Ich kann dem überhaupt nichts mehr abgewinnen. Aber vielleicht wird es ja dieses Jahr besser. Mein Sohn ist ja jetzt 16 Monate, der wird dann schon sicherlich ein bisschen mehr davon mitkriegen und ich denke mal, dann wächst auch meine Vorfreude auf Weihnachten wieder. Du wirst wieder wie ein Kind. Wart mal ab. Wir haben nämlich richtig fabelhafte Sets mit dabei. Jonas, kann ich dir schon mal sagen. Wir haben nicht nur richtig fabelhafte Sets mit dabei, wir haben auch ein neues Spielsystem mit dabei. Nachdem wir in der 68. Folge das Spielsystem König hatten, haben wir jetzt in der 69. Folge weihnachtlich dekoriert das Spielformat Kaiser. Kaiser! Und hier gibt es insgesamt 15 Artikel, die ich euch gleich alle hintereinander bei WhatsApp in die Gruppe schreibe oder schicke. Und genau, wir haben ein Knockout-System, muss man sagen. Also einer gegen alle, ein Artikel geht hier durch, solange bis er von seinem Gegner geschlagen wird. Und ich glaube, das ist eine ganz witzige Sache. Wir haben 15 weihnachtliche Artikel dabei aus allen Bereichen des weihnachtlichen Festes. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und ich schicke euch die ersten beiden Artikel, die erste Gegenüberstellung direkt in den WhatsApp-Chat. So, wir haben einmal mitgebracht mit der Produktnummer 4885, das Krippenspiel aus dem Jahr 2010. Und dem gegenübergestellt haben wir aus dem Jahr 2001 mit der Produktnummer 3943 den Christbaumschmuck. Kannte ich beides noch nicht. Ist beides neu für mich. Jonas, Das ist möchtest schon mal du sehr starten? cool, finde ich. Ich starte gerne. Ja, also kann mich da nur Tobi anschließen. Ich kenne das auch alles noch gar nicht. Ich habe das noch nie gesehen. Finde ich aber richtig cool. Die Krippe ist mir jetzt ein bisschen zu dünn, muss ich sagen. Da sind jetzt, soll das Maria sein und irgendein Hirte? Ein Hirte und zwei Tiere und ja, das Kind in der Krippe. Und ansonsten ist ja eigentlich wenig dabei. Ist mir irgendwie zu dünn. Sieht doch aus wie so ein Mitbringartikel für 5 Euro irgendwo. Nichts gegen Mitbringartikel für 5 Euro, aber das ist mir einfach zu wenig. Aber das Einzige, was ich an Weihnachten also richtig, richtig abfeier, das ist der Weihnachtsbaum. Und Sehr cool. da finde ich den Christbaumschmuck, dieses Baumschmuck-Set, einfach mega. Das gefällt mir richtig gut. Wir haben früher, als ich Kind war, auch immer quasi alles, was wir in die Finger bekommen haben oder halt auch so alte Geschenke, Geschenkverpackungen und so, wenn da Figuren irgendwie draufklebten, die haben wir alle gesammelt und dadurch ist unser Baum immer ziemlich bunt und wild durcheinander gewesen. Und ich finde, das passt da richtig gut rein, deswegen. Wunderbar. Tobi, wie siehst du es? Ja, ich schließe mich Jonas da direkt an. Also ich finde die Krippe auch ein bisschen schmal. Weiß ich nicht, Ja. gibt mir nicht so das Feeling. Und den Baumschmuck, den finde ich wirklich spannend. Ich habe das so ein bisschen wie Jonas auch. Unser Baum ist auch immer sehr bunt. Wir sind ja ein bisschen nerdig veranlagt, ne? Und bei mir hängt dann auch so ein bisschen Warhammer und Warhammer 40.000 am Baum als Kugeln. Die gibt es ja mittlerweile auch. Das ist schon ziemlich cool. Dazu dann ein Werder-Trikot. Also ja, man kann da ja so ein bisschen. Und da würden die Figuren eigentlich auch noch ganz cool zupassen, aber die sind bestimmt schweineteuer, wenn du sie heute noch haben willst, ne?
Das ist eine gute Frage. Ja, die kam auch seitdem, glaube ich, nicht mehr auf den Markt. Also 2001 das letzte Mal, dass es einen Artikel in dieser Art gab. Ist ein bisschen ärgerlich, verstehe ich auch nicht ganz, aber ist auf jeden Fall eine coole Sache und ich dachte, ich bringe die mal mit. Und ja, also ich würde mich, wie ihr beide, auch hier ganz klar für den Baumschmuck entscheiden. Das habe ich, glaube ich, in einer Sekunde erledigt, weil die Krippe ist für mich auch nicht so richtig, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so cool. Ist natürlich ganz süß, aber der Baumschmuck ist schon eine andere Liga, ne? Ja, auf jeden Fall. Absolut. Handgeschnitzt von Bergbauern aus dem Himalaya. Aber kleine Anekdote, dieses Jahr wird unser Baum ganz neutral. Meine Frau will das nicht mehr so bunt. Das heißt, meine Star Wars Weihnachtskugeln und Footballkugeln, die müssen jetzt alle verschwinden. Und jetzt gibt es nur Hm. noch einheitlich monotone Kugelfarben. Ja, aber du kannst ja dir einen zweiten Baum in dein Modellbahnzimmer stellen. Ja, das ist natürlich eine Hammeridee. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, siehst du. Hat sich ja schon wieder gelohnt hier. Ja, wir haben auch einen kleinen reinen Harry Potter Weihnachtsbaum, einen künstlichen dann so, wo nur Harry Potter dran ist tatsächlich. Also Cool. man muss Coole sich nur Idee. zu helfen wissen, Jonas. Ne? Danke, Tobias. Da nicht für. Kostet 2 Packungen edle Tropfen in Nuss. Ich gebe dir 3. Bitte nicht. So, dann bringe ich auch noch was mit. Und zwar bringe ich den dritten Artikel mit in dieser Spielrunde. Und zwar ist das die 3852 aus dem Jahr 1995, Oha. den Weihnachtsmann. Und jetzt stelle ich euch die Frage, seid ihr eher für den Christbaumschmuck oder für den Weihnachtsmann? Soll ich was sagen, Jonas? Ich kann starten, wenn ich soll. Der Weihnachtsmann war doch auch in der Christbaum-Set drin. Ja. Ja, das ist der identische Weihnachtsmann. Genau, der ist Ne? auch Also mit das ist, drin. ja- das ist Genau. ja einfach. Ja. Das ist ja nur eine Figur. Also ich bin weiterhin für den Baumschmuck. Ich auch. Mhm. Bleibe ich auch bei. Ja, ich wollte hier so ein bisschen Vielfalt mitbringen und euch ein bisschen zeigen, wie es 1995 so aussah oder generell vielleicht in den Anfängen der Playmobil Weihnachtsartikel. Und da fand ich den Weihnachtsmann hier mit der Produktnummer 3852 schon ganz süß, aber natürlich die Vielfalt des Weihnachtsbaums ist ein bisschen cooler und ich denke, das ist hier eine relativ fixe Nummer. Leider muss der Weihnachtsbaum hier bleiben und der Aber- Christbaumschmuck geht in die nächste Runde. Darf ich noch mal eben ganz kurz was fragen? Der hat ja eine Rute in der Hand. Das ist ja Nikolaus, oder nicht? Denn der bringt doch die Rute, oder bin ich jetzt gerade auf dem falschen Pferd? Ja, ich habe extra vorher die Produktnamen gegoogelt und da stand auf jeden Fall Weihnachtsmann. Also kann sein. Ja, aber dann ist er sowieso raus, weil er eine Rute in der Hand hat. So. Genau, also das möchten wir nicht sehen, deswegen haben wir uns hier ganz klar gegen den entschieden. Genau, Wir sind dann gegen nämlich lieber Genau. gegen Gewalt und für den Weihnachtsmann mit Weihnachtsstern. So sieht's aus. Und was auch ein ziemliches Erlebnis ist auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht auch, ist der nächste Artikel. Das ist die 4888 und zwar aus dem Jahr 2010, das Schlittenkarussell. So, Tobi, jetzt frage ich dich zuerst, ob der Christbaumschmuck hier in die nächste Runde zieht oder ob das Schlittenkarussell gewinnen wird. Ich bleibe beim Christbaumschmuck. Ich finde das Karussell nett, aber Ja, ich finde den Christbaumschmuck irgendwie noch ein bisschen vielseitiger. Weiß ich nicht. Also das ist, ich finde die Farben finde ich wirklich nett. Das ist schön gemacht, auch mit dem Gold da oben. Da es sieht wirklich weihnachtsmarktmäßig aus. Das ist toll, aber ich bleibe noch beim Christbaum. ja. Jonas, wie sieht es bei dir aus? Ja, so ähnlich, aber andere Kriterien. Ich finde diese Art des Karussells irgendwie merkwürdig und ich finde die Farben tatsächlich ziemlich kitschig. Deswegen Ah ja. bleibt es bei mir auch bei dem Baumschmuck. Ah, okay. Das ist ein bisschen ärgerlich für mich, weil ich habe mich hier, glaube ich, ein bisschen für das Karussell entschieden, weil ich es irgendwie ziemlich abwechslungsreich finde. Ist mal was anderes. Mir gefallen die Farben sogar sehr gut. Und ist natürlich jetzt aber mein Nachteil, weil ihr beide ja schon für den Christbaumschmuck wart. Und jetzt dachte ich mir im Vorfeld eigentlich auch ein bisschen, dass ich das so abwechslungsreich gestalte, dass sich die Positionen ja auch ein bisschen ändern. Aber der Baumschmuck, der geht ja einfach durch. Ja, aktuell noch. Das ist ein bisschen ärgerlich. Okay, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal zum nächsten Kontrahenten. Das ist aus den Niederlanden. Da kommen Flashbacks aus der letzten Weihnachtsfolge. Ja, Tobi, die Cynthia, ich nochmal wie heißt er? bearbeitet. Ach ja, ich erinnere mich. Sinterklaas. Sinterklaas und das Swarte Piet. Genau, die kommen hier vorbei. Wir haben aber einen Artikel mitgebracht, der für uns neu ist. Den haben wir noch nicht gesehen. Und das ist die 4893 aus 2010.
Ich würde mal anfangen, ganz direkt, und würde sagen, also ich liebe ja alles oder alle Elemente des niederländischen Weihnachtsfestes und bin da großer Fan. Ich bin großer Fan der Niederlande und deswegen bin ich hier auch der größte Fan, glaube ich, vom Zwarte Piet. Ah, Und so ich bin hieß hier er, ja. ganz klar bei der 4893. Genau. Tobi, gehst du da mit oder sagst du, nee, nee, der Boah, Baumschmuck, der ist unschlagbar? nee, unschlagbar ist er nicht. Und es ist jetzt eine ganz, ganz knappe Kiste, weil ich finde das Set schon ziemlich gut. Auch mit dem Sack, aber ich habe mit den Holländern, der hat auch eine Rute in der Hand. Siehst du, die immer mit ihren Ruten hier, die verprügeln alle. Nee, Ich wollte das auch gerade sagen, ja. aber ich habe tatsächlich mit dem niederländischen, da bin ich überhaupt nicht drin in dem Thema so sehr. Und deshalb bleibe ich Ja. im Moment nochmal beim Baumschmuck. Obwohl das Set wirklich toll ist. Also ich finde es auch, dass da Hemd und Hose bedruckt sind und so. Also es ist aufmachungstechnisch ist es wirklich 1A. Mhm. Aber ich bleibe beim Baumschmuck. Ja, sehe ich zu 100% genauso. Tobi hat alles gesagt. Ich habe da überhaupt keinen Bezug zu. Mhm. Nichtsdestotrotz wirklich schön gemachtes Set. Die Figuren gefallen mir. Dieser Typ Pferd, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, mag ich richtig gerne. Aber da mir da der Bezug zu fehlt, bleibe ich auch beim Baumschmuck. Ja, verstehe ich sehr gut. Oh, die zweite Generation der Pferde sind nicht so meins. Also da, boah, weiß nicht, da kriege ich immer ein bisschen das Brechen auch, wenn ich die sehe. Deswegen tut es mir echt leid, Jonas. Okay. Das ist, diese Pferdegeneration ist auch so ein Running Gag, ne? Irgendwie bei uns. Wirklich komplett. Auf jeden Ich Fall. hau immer gerne in die Kerbe rein. Ja, Ich werde nicht müde. Ich habe noch einen besonderen Freund mitgebracht, den ich vorhin bei der Anmoderation gar nicht genannt habe. Wir haben, weil es ja die Folge oder das Format Kaiser ist, haben wir natürlich Kai auch mitgebracht, den ich euch gerade hier in den Chat gepackt habe. ah, Kai ist natürlich, wie der Name schon sagt, Kaiserpinguin. Und Kai ist unser Joker. Und Kai bestimmt auch, oder ihr könnt mit Hilfe von Kai bestimmen, welches hier euer Lieblingsset ist. Denn die Joker-Sets gehen dann in die Spielrunde Königsjoker und wären da nochmal wichtig. Also merkt euch die Artikel vielleicht ein bisschen. hm. Der Swarte Piet ist es leider nicht. Und dann wird es hier nochmal mit den Jokern irgendwann interessant. Aber wir gehen mal weiter. Und mitgebracht aus dem Jahr 2001 habe ich folgendes Set. Die 3931. Das ist der Weihnachtsabend aus 2001. Jonas, willst du anfangen oder? Hm. Ähm, ja, sieht auf jeden Fall cool gemacht aus. Ich frage mich gerade, ist der Baum wirklich beleuchtet oder beleuchtbar oder Der ist er jetzt leuchtet, nur so genau. Mhm. dargestellt? Mhm. Ist nur so Der dargestellt leuchtet. wahrscheinlich, ne? Genau. Nee, nee, Aber das ist der Baum, der leuchtet. was? Der Baum leuchtet. Der leuchtet Leuchtet. wirklich? Der leuchtet, ja, ja. Hm. Mega. Okay, das ist schon mal ziemlich cool. Ja, dann Ähm, ist es ja gar keine Frage. genau, das ändert alles. Nein, das ist aber ganz nett gemacht. Diese Familie, die ja gerade Bescherung hat, der Weihnachtsmann bringt die Geschenke und es sind Genau. offensichtlich sehr teure und sehr zahlreiche Geschenke. Mhm. Hinten der Notenständer, der gefällt mir noch richtig gut. Sehr Da wird musikalische Familie. offensichtlich auch wirklich Weihnachten noch richtig mit selbstgemachter Musik gefeiert. Ja, Ja, denke ich, kann auf jeden Fall gegen den Baumschmuck anstinken und ich würde mich dann dafür entscheiden. mhm. Ich auch. Ich wusste echt nicht, dass es da einen beleuchteten Weihnachtsbaum gibt. Von daher, Mhm. ja, das ist schon ein Argument dafür. Und auch ansonsten, das ist halt echt so mal so eine, ja, so Weihnachten, wie man sich es eigentlich vorstellt, so ein bisschen, ne? Zumindest als Kind auf jeden Fall. Und ja, Genau, richtig so schön. hat es bei Genau. uns Also, auch ausgesehen früher. genau. Und deshalb, ja, ich wähle auch den Baumschmuck jetzt ab. Perfekt. Ich habe den Weihnachtsbaum auch zu Hause, deswegen weiß ich das. Also der ist ganz cool. Und dann gibt es noch den Weihnachtsbaum, den kann ich hier ganz kurz mal der Vollständigkeit halber mit in die Artikel packen. Und zwar ist das aus dem Set 9495. Tobi, weiß nicht, ob du dich erinnerst, da ist nochmal eine kleine Variante des beleuchteten Weihnachtsbaums aus dem letzten Jahr, also aus Folge 50 mit dabei. Wie gesagt, ich packe den nochmal in die Story. Also da gibt es zwei verschiedene Weihnachtsbäume, die leuchten. Und dieser Weihnachtsbaum hier, der wird in einem weiteren Set, das ich gleich nochmal vorstelle, auch nochmal ein Thema. Also hier wird es wirklich warm ums Herz, muss man ganz klar sagen. Ich bin auch, muss ich kurz überlegen, ich bin auch ganz klar für das Set.
Obwohl ich finde, dass die Figuren jetzt nicht die schönsten sind, aber natürlich muss man hier bedenken, 2001 ist schon ein bisschen länger her. Aber der Weihnachtsbaum ist natürlich sehr, sehr stark. Die Ski haben auch dein Lieblingsgrün, ne? Stimmt. Wie die Mütze, Und die genau. Kleidung des Jungen. Stimmt. Aber also ich muss ganz ehrlich eine Lanze für diese 2001er Figuren brechen. Ne? Ich bin ja damit aufgewachsen oder Mhm. ja, ne, also ich finde die wirklich top. Ich finde da gar nichts dran. Okay. Also ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Also mir gefallen die vom Stil her jetzt gar nicht so, deswegen weiß nicht. Ich finde es irgendwie ein bisschen billig, aber vielleicht Ja, bin ich da einfach nee, zu. du hast recht, die Mutter, das Gesicht der Mutter ist halt so ein bisschen, ne, mit diesen Wimpern da. Ja, Das ist der einzige Knackpunkt so ein bisschen. Aber ansonsten, sie hätte auch einen Rock anhaben können hier zu Weihnachten und muss da nicht in der Reiterhose stehen. genau. Aber nee, jetzt mal so ein bisschen So ein bisschen festlich. Weißt du, festlich sie sieht gekleidet, so ein ne? bisschen, sie Genau. hat so ein bisschen vom Outfit her sieht sie aus, als ob sie gleich aufs Pferd geht. Finde ich jetzt so ein bisschen. So. Ja, auf jeden Fall. Gibt so ein Könnte bisschen sein, ja. Wenn man Turnier Reiter-Vibes, ne? reitet. Genau. So. Also Ja. es ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern einfach so von der Optik her sieht es eher so aus, als ob sie gleich aufs Pferd geht. Aber Ja, das das ändert stimmt. trotzdem nichts an der Richtung. Ja, ist auf jeden Fall eine starke Vorstellung des Weihnachtsbaums, muss man dir ganz klar sagen. Also ein sehr, sehr guter Auftritt. Und ob der Auftritt sich in der nächsten Gegenüberstellung hier wieder bezahlt macht, müsst ihr mir gleich mal erzählen. Wir haben mitgebracht mit der Produktnummer 5593 Sankt Nikolaus mit Laternenzug aus dem Jahr 2014. Das ist doch der gleiche Nikolaus aus diesem holländischen Set, oder? Genau, Aus diesem, wie genau. heißt das? Zwarte Piet? Swarte Piet ist nicht dabei, dafür ist der Genau. Laternenzug dabei, genau. Ja, ich reiße jetzt gerade mal das Wort an mich, tut mir leid. Sagt mir jetzt nicht so zu. Also finde ich, ist ganz niedlich gemacht, Mhm. aber ich bleib bei dem Weihnachtsabend in der Familie. Ja, Ja, ich habe auch, also der Brauch, dass man an Nikolaus Laterne laufen geht, den gibt es hier nicht. Wir gehen hier mhm. von Haus zu Haus und beziehungsweise von Geschäft zu Geschäft und dann sagst du dein Gedicht auf. Das ist so ein bisschen wie jetzt Halloween laufen. Im Prinzip war das früher bei uns an Nikolaus. Du bist hingegangen, hast dein Gedicht aufgesagt und hast im Geschäft was Süßes gekriegt. So. Und ich weiß nicht, ob das, wie regional das ist, dieses Nikolauslaufen, aber bei uns wird auf jeden Fall nicht Laterne gelaufen. Von Hm. daher gibt es da für mich jetzt auch keinen Zusammenhang und deshalb bleibe ich auch beim Weihnachtsabend. Ja, würde ich komplett genauso sehen. Wir hatten ja im letzten Jahr schon so ein paar regionale Unterschiede, die dann irgendwie wichtig waren, ne? Die uns ja irgendwie auch gar nicht so, ja, berührt haben, weil es einfach regionale Ja, Unterschiede sind. genau. Und deswegen finde ich das jetzt auch ganz okay, aber viel mehr auch Es nicht. gibt ja auch den Und Weihnachtsmann-Christkind-Äquator irgendwie, ne? stimmt, genau. Genau, habe ich letztes Jahr irgendwie auch mit ins Video gepackt, kann ich ja dieses Jahr nochmal mit ins Video packen. Ich kenne die Linie nicht mehr, aber schon dieser südwestliche Bereich, wo sich das so ein bisschen ändert, ne? Und Ja, dann, genau. genau, wird der Weihnachtsmann vom Christkind abgelöst. Genau, packe ich nochmal ins Video. Mir sagen sogar beide Bräuche gar nichts. Also ich kenne jetzt auch gar nicht, dass man am Nikolaus von Geschäft zu Geschäft zieht und dann was Ich, singt. Entschuldige, dass ich lache, aber ich habe gerade gedacht, du kennst weder den Weihnachtsmann noch das Christkind, weil du gesagt hast, wir darüber sprechen. Und du sagst, ich Ich kenne dachte beide auch. nicht. Genau, bei mir, wenn die Eltern Wer ist denn der Geschenke. Weihnachtsmann? Ne? Nee, also du kennst Nein, beides nicht. ich meinte das Nikolaus singen oder so, das sagt mir nichts. Und Hm. diesen Umzug um Nikolaus kenne ich auch nicht, auf keinen Fall. Das ist hier bei uns dieser Martinsumzug. Den gibt es Den bei uns kennt ihr auch aber nicht. ne? Nee, den gibt es bei uns auch nicht. Was? Nein, Ehrlich nicht? nein, Den kenne ehrlich ich auch nicht. nicht. Der ist mir auch komplett fremd. Siehst du, wir Der sind viel zu norddeutsch. Martinsumzug, ehrlich? Wir sind viel zu Okay. norddeutsch hier. Wirklich. Ja, ja, wir haben gar keine Ahnung von anderen Bräuchen. Wir wissen wirklich gar nichts. So, weiter geht's mit dem Jahr 2018. Und zwar gibt es das Duopack 9498. Das sind Weihnachtsmann und Engel. Und ich dachte erst, hier kommt wieder so eine regionale Geschichte. Und habe da extra nochmal nachgecheckt und dachte erst, das ist hier Weihnachtsmann und Christkind. Aber in jeder einzelnen Artikelbeschreibung habe ich gefunden Weihnachtsmann und Engel. Also denke ich mal, dass das auch so sein wird. Jetzt haben wir die Gegenüberstellung, das Weihnachtszimmer gegen eben Weihnachtsmann und Engel. Und ich fange mal ganz fix an. Hm. Weihnachtsmann und Engel sind okay, aber viel mehr auch nicht. Ist schon irgendwie elegant. Der Weihnachtsmann ist mir so ein bisschen zu wild. Der sieht
irgendwie so aus, als ob der gerade von einer Party kommt. Also mir gefällt der Bart nicht so gut und Aber mir gefällt die Frisur irgendwie gar nicht. Ja, äh, der Weihnachtsmann ist auch viel zu klein, ne? Guck mal, wie groß der Engel dagegen ist. Der ist ja einen halben Kopf kleiner, der Weihnachtsmann. ja, sieht komisch aus. Ein bisschen untersetzt, der Gute. Es ist ein Zwerg, ne? Naja. So gefühlt. Ja, obwohl die Figuren ja gleich groß sein müssen, ne? Ja, meinst Ja, Also du, ich nee, denke nee, mal, es das gibt ist ja die diese Perspektive. Zwergenfiguren. Also, guck mal, weil wenn du das mal auf einer Linie, die stehen ja nebeneinander und die Augen vom Weihnachtsmann sind auf Brusthöhe des Engels fast. aber der Engel scheint weiter hinten zu stehen, ne? Ja, ja, Also, das Ja, macht's ja genau. macht ihn ja noch mal größer eigentlich, oder nicht? Bin ich jetzt. Ja, eigentlich schon, ja, genau. Weil wenn du was Aber ich nach glaube, hinten die sind stellst und gleich es ist groß. trotzdem noch größer, ich kenne das ja von mir, ich stehe auch immer ganz hinten und bin trotzdem größer als alle anderen. Mhm. Ja, ist es ja Ich google tatsächlich mal so. ganz fix. Ich gucke mal parallel nach. Aber ich mach's kurz, ich bleibe auch beim Weihnachtsabend. Also, ich finde den Weihnachtsmann auch echt crazy. Der sieht eher echt aus wie von Chevy Chase da irgendwie, als ob er da gerade durch die Ja, Scheibe ne? geflogen gekommen ist. Ja, der sieht Ähm, nicht vorteilhaft aus. nee, Also nee, der lädt nicht absolut nicht. zu Weihnachten mir ein. gefällt er auch gar nicht. Der Engel Genau. ist noch ganz cool gestaltet, Ja, aber nee, dieser Weihnachtsmann, der fällt da sofort ins Auge, ne? Ich dachte ja. erst, es liegt an mir, ich habe mich schon gar nicht getraut, was zu sagen. Und dann habt ihr zum Glück in die Kerbe gehauen. Nee, furchtbar, Ja, weg wirklich. damit. Ja, Ja, ne? genau. Der ist gar nichts. Ich sehe die auch gerade in dem Duopack nebeneinander. Die sind wirklich exakt gleich groß. Also keine Ahnung, wer hier das Krass. Produktbild gemacht hat, aber das ist wirklich eine Frechheit. Naja, dann. Dann schauen wir mal, ob es beim nächsten Artikel ein bisschen besser aussieht. Wir haben zum ersten Mal einen weihnachtlichen Mitnehmkoffer hier dabei. Das ist die Produktnummer 70312 aus dem Jahr 2020. Jetzt wird es, glaube ich, schon ein bisschen eng. Also wäre jetzt meine Tendenz. Aber kann natürlich sein, dass ihr sagt, nee, das Set kann gar nicht so viel. Soll ich mal was dazu sagen? Ja, Der Weihnachtsmann sieht fast genauso aus wie der Weihnachtsmann, den wir gerade eben rausgeschmissen haben. genau. Ja, genau. Ne? Furchtbar. Der hat auch eigentlich im Western mag ich diese Weste total gern, diesen Mantel. Mhm. Aber als Weihnachtsmannmantel finde ich den überhaupt nicht so schön. Und dann ist der Schlitten, den finde ich wirklich schön. Mhm. Und auch, aber ja, nee. Mir fehlt da tatsächlich so ein bisschen, also ich finde das Set an sich nicht schlecht, aber es schlägt nicht den Weihnachtsabend, weil ich einfach nicht weiß, also anders. Wenn ich dieses Set jemandem schenke und ich habe nur dieses Set, dann kann er damit gar nicht viel anfangen, weil der Weihnachtsbaum mit den Geschenken steht plötzlich irgendwo und ist kein Kind da, was sich freut, und dann ist der Wichtel da, der eigentlich an Nordpol gehört. Mhm. Der fliegt ja nicht mit, also von daher, da fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen was. Versteht ihr, wie ich Ja. das meine? Also statt dem Weihnachtsbaum hättest du dann vielleicht eine kleine Werkbank getan, dann hättest du den Wichtel sinnvoll einsetzen können. So hält er nur die Laterne hoch. Oder du nimmst den Wichtel raus und machst dann 2 kleine Kinder dazu, die dann sich über die Geschenke freuen. Dann wäre Ja. ich mit dem Set d'accord. Aber so bleibe ich beim Weihnachtsabend. Mhm. Ja, das wäre ein bisschen durchdachter mit Kindern einfach, ne? Also, dass Ja. du dann irgendwie jemanden hast, der beschenkt wird, das wäre ein bisschen Genau. cooler, weil sonst Genau. spielt der Wichtel ja gar keine Rolle. Ist ja eine coole Nee. Einzelfigur an sich, aber der ist hier so ein bisschen unnütz eigentlich. Genau. Also wie gesagt, entweder machst du Werkstatt, dass er gerade losfliegt, der Weihnachtsmann, Genau. oder du machst, dass er gerade was hingebracht hat, dann fehlen aber die Kinder. So ist es irgendwie, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Für mich Das zumindest. stimmt, ja. Jonas, was sagst du? Ja, also der Argumentation kann ich nicht ganz folgen. Ich denke schon, dass man dass Kinder, die auch andere Playmobil-Sachen haben, das ganz gut in ihre Spielwelt mit einbauen können. Ja, der Wichtel ist vielleicht so ein bisschen, müsste ich drüber nachdenken, was ich damit anfange. Ja. Aber den Baum kannst du da auf jeden Fall dann schon mit weiterverwenden. Kannst du da so einen Heiligabend nachstellen mit dem Baum und ja, dann kommt der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten und bringt die Geschenke. Also das passt schon für mich. So als alleinstehendes Set gebe ich Tobi recht, da ist es ungünstig. Es bezog sich allein auf das alleinstehende Set. Nur wenn ich das Set Okay. an sich angucke. Es geht mir nicht. Also du hast recht, wenn du natürlich Sachen hast, bin ich bei dir. Aber wenn ich jetzt nur jemandem dieses Set mitbringe und ich weiß zum Beispiel nicht, ob der was hat, dann so, das ist nur mein Gedanke. Aber Das mag sein, ja. Aber also, ja, der Weihnachtsmann scheint genau der gleiche zu sein wie eben gerade, den wir so zerrissen haben. Allein das macht schon, Ja. sägt das Set schon ab, ne? Das Rentier gefällt mir gut. Ja, sehr gut. ja, da Ähm, bin ich bei dir.
Und den Baum finde ich sehr witzig. Oh, ich habe noch einen Punkt, ich weiß nicht, ob das für euch ins Gewicht fällt, aber ich verstehe es absolut nicht. Also es sind so Sachen, die mich stören. Du hast ja alles so ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Du hast grün, also ein bisschen grün. Du hast rot, du hast weiß und Gold. Das ist so sehr, sehr weihnachtlich. Und dann hast du Mhm. dieses blaue Geschenk. Also das ist so ein Punkt. Na klar, ist das irgendwie penibel und ein bisschen peinlich vielleicht auch, aber warum ziehst du da farblich nicht komplett durch und machst es rot oder grün? Also ich weiß nicht. Oder denkt ihr da, hä, das ist ja gar kein Punkt, der für mich wichtig ist? Ja, ich kann deinen Punkt auf Neudeutsch fühlen. Ähm, ich hätte es auch, was? Ja, fühle ich, Bruder. Genau, ich fühle dich. Ähm, Nein, aber Rede. ich kann das total nachvollziehen, weil ich glaube, wenn das Geschenk jetzt da, also du meinst das im Schlitten, ne? Oder meinst du das unterm Baum? Genau. Weil das ist ja auch in so Ist einem, unterm Baum ist geil, finde ich. also ich glaube auch, wenn das in Rot, in Gold oder Gold mit einer roten Schleife oder so, das wird einfach optisch natürlich besser passen. Das ist richtig. Mhm. Das hatte ich gerade nicht verstanden. Meinst du das unterm Baum oder das im Ne, Schlitten? das Blaue. Also das unterm Baum finde ich ganz geil, aber das Blaue stört mich komplett, weil Blau ist einfach eine Farbe, die da also bei den Artikeln ja gar nicht vorkommt. Also da hast du einfach nochmal eine zusätzliche farbliche Belastung, finde ich. Ja, Und es ich ist finde, das auch sieht sehr, nicht sehr weihnachtlich scheiße und es aus. ist dann auch mit Sonne, Mond und Genau. Sterne da so ein bisschen, ne? Sehr so, Ja, weiß ich. Ja, du hast recht. Ich bin da bei dir. Das sehe ich ganz anders. Da finde ich das Geschenk unterm Baum viel hässlicher. Dieses Grün. das Gold, glaube Ich ich. sehe nicht mal, das ist doch nicht Gold, das ist doch Das ist grün. grün. Irgendwie Da so bin ein ich auch bei dir, das ist grün. Ja, hellgrün. Das sieht irgendwie. mich hat das nämlich Was schon ist da gerade drauf? gewundert, dass, Auch Stimmt, Sterne und dass so. Lars, Nee, das finde stimmt. ich noch viel hässlicher. dass Ey, Lars tut mir das echt leid, Grün gar nicht bemängelt. ich gucke die ganze Zeit auf meinen Laptop und der Bildschirm ist so ein bisschen abgedunkelt und ich dachte die Ja, ganze du Zeit, das ist brauchst einen neuen Gold. Ja, Laptop. ich glaube auch. Nee, ich hab nur die Helligkeit extrem runtergestellt und dann dachte ich Geh die mal zum ganze Augenarzt. Ja, machen wir mal einen Termin. Nee, aber ich dachte wirklich, aus meiner Sicht ist das krass. Ich dachte wirklich, das ist Gold und ich habe mich so gefreut, dass da endlich mein goldenes Geschenk dabei ist. Boah, es hat ja wirklich 5 Minuten gedauert, bis ihr sagt, hier, das ist grün. Also krass, das ist ja noch viel Hm. schlimmer. Das ist ja ein Skandal. Also vielen Dank fürs Ja, Augen dann, öffnen. dann ist ja klar, was mit dem Set passiert, ne? Ja, weiter, nächste Runde. Ja. Ja, richtig. Ich wollte noch die ganze Zeit erzählen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe immer noch hier, also natürlich jetzt auf der linken Seite für die Zuhörer und Zuhörerinnen, diesen Weihnachtsabend. Und ich finde, der Weihnachtsabend ist okay. Ne? Also wir haben jetzt gerade das 9. Set besprochen und ich muss ja ganz klar feststellen, der Weihnachtsabend ist okay, aber der kann ja nicht viel mehr. Und ich finde ein bisschen traurig, dass der hier so weit kommt. Also die Sets, die wir alle hier haben, sind die Sets, die wir im letzten Jahr nicht verwendet haben. Und ich finde, die sind jetzt so mittelgut nur. Mhm. Also irgendwie fehlt mir da ein bisschen Konkurrenz, aber vielleicht sind Ja, die wir haben ja letzten noch ein paar sechs, Sets. genau, wir haben noch 6 Artikel und vielleicht wird es da ein bisschen besser und vielleicht auch direkt mit der 4892 aus dem Jahr 2010. Das Weihnachtszimmer ist hier mit dabei. Und wenn ihr wollt, fange ich direkt einmal an. Und zwar gibt es den beleuchteten Weihnachtsbaum nochmal. Der ist hier auch wieder mit dabei, also 9 Jahre später gibt es den ja auch. Das ist eine coole Sache. Ich glaube, wir hatten im letzten Jahr, wie gesagt, das ähnliche Set mit dem kleineren Weihnachtsbaum. Also das war dann die 9495, die ich vorhin schon eingeblendet habe. Und da hat mich auch so ein bisschen gestört, dass die Möbel da nicht so richtig gut sind. Jetzt sind die hier rot und nicht mehr blau und die gefallen mir eigentlich ganz gut. Also irgendwie holt mich das Set jetzt nicht so richtig ab. Aber ich weiß nicht. Ich finde einfach, der Weihnachtsmann fehlt so ein bisschen. Ne? Im 2001er Set, da ist der Weihnachtsmann dabei und das gibt schon Pluspunkte. Hm. Ja, mir gefällt das auch nicht so gut. Eben, was du angesprochen hast, der Weihnachtsmann fehlt und diese Möbel, diese Einrichtung, Mhm. weiß ich nicht, spricht mir nicht so an. Ja, Weiß ich nicht. sieht so ein bisschen aus wie billiges Kunstleder. Kunstleder, ja genau. Abwaschbar. Genau, genau. Aber es gibt auch nette Details, wie zum Beispiel diesen Weihnachtsstern. Ich Mhm. weiß nicht. Also die Pflanze, ne? War die auf dem anderen Set auch zu sehen? Nee. Ich glaube nicht. Ich guck nochmal, das ist ganz cool. Ist ja nicht alles schlecht, ne? Nee, Der nee. Adventskranz, der sieht auch ganz nett aus. Ja, der ist cool. Aber irgendwas stört mich auch an dem Set. Das sind Mhm. zum einen die Figuren, die finde ich nicht sehr ansprechend. Ja, Die Frau sieht ein bisschen komisch aus. finde ich auch. Die sehen alle so altbacken aus irgendwie. Ja, so irgendwie. Ja, wie aus den 90ern, ne? Ja, Obwohl das Set neuer ist.
Das stimmt. Komisch. Nee, also mich holt's nicht ab. Mhm. Ha, ich finde es eigentlich ziemlich gut. Okay. Also ja, ich kann euch bei den Möbeln, die finde ich jetzt auch nicht so dolle, aber da ist eine Krippe dabei, da ist ein Adventskranz dabei, da ist der Weihnachtsstern dabei, da ist den Kerzenständer finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Ja, der ist stark. Wir haben den beleuchteten Weihnachtsbaum, wir haben einen kleinen Bus, wir haben eine Kamera, wir haben verschiedene Geschenke. Ja, die Figuren sind, boah, geht so. Aber wenn ich die mit den anderen Figuren vergleiche, da sehe ich jetzt, klar sind bei dem anderen mehr, aber wenn ich die beiden Mhm. Frauen vergleiche, da finde ich zum Beispiel die aus dem neuen Set besser. Ja, also so vom Haare nicht, aber den Rest Ja. finde ich tatsächlich ein bisschen. Ähm, Das Kind ist okay. Ein Welpe, hoffentlich hat er den nicht zu Weihnachten gekriegt, weil zu Weihnachten verschenkt man ja keine Tiere, ne? Haben wir ja gehört, gelernt. Nee, aber ich gehe jetzt einfach mal damit, ich nehme das. Ich schmeiß den anderen raus. Also wenn ich das, weil es wird viel von dem Hintergrund auch in diesem Abendset. Ich habe mir das gerade noch mal angeguckt, weil so viel ist da Ja, nämlich gar nicht. Und dieser genau. Hintergrund mit dem Kamin und so, ich glaube, der täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass du zwar dort den Weihnachtsmann plus die 4 Figuren hast, aber Ja. viel mehr hast du da auch gar nicht. Und du hast in dem Set tatsächlich weniger Figuren, aber mehr Zubehör. Und wenn wir jetzt dabei sind, Ja. dass wir ja vielleicht schon ein kleines Häuschen haben, wo vielleicht auch Mutter, Vater und 13, 15 Kinder drin leben, dann kannst du das ja füllen. Und also Mhm. ich breche jetzt eine Lanze für das hier. Ich steige aus. Ich gehe jetzt dahin. Ja. Ja, ich habe auch die ganze Zeit nochmal aufs Produktbild geguckt, des 2001er Sets, und da sind ja nur einfach ein paar Geschenke dabei und ein paar mehr Genau. Figuren, aber die würde ich jetzt einfach gar nicht so betrachten. Also die Anzahl an Figuren sollte, finde ich, auch ein bisschen egal sein, weil man das ja nicht immer direkt miteinander vergleichen kann so. Und ja, Jonas, was sagst du? Weil ich würde auch, glaube ich, zum 2010er Set tendieren, obwohl es mich einfach nicht so richtig abholt. Aber Es ist noch das nicht das 2001er, Nonplusultra, aber es ist, ich genau, finde, besser als das alte. Also ja, ja, das stimmt. ich für mich jetzt. Ja, ich würde auch direkt mitgehen. Also ich würde auch direkt das alte Set rausschmeißen, weil es mir, natürlich fehlt hier der Weihnachtsmann, aber den braucht man nicht unbedingt, finde ich. Vielleicht kommt ja auch das Christkind. Was willst du da mit dem Weihnachtsmann? Das stimmt. Ja, jetzt mal so ganz blöd Ja gesagt. Ne? klar, Also von daher, na klar. wenn du aus dem, wir haben ja gesagt, wenn du aus dem südlichen Raum kommst, kannst du mit dem Weihnachtsmann vielleicht gar nichts anfangen, dann stört dich das Genau. nicht. Also von daher, ja, 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 wie verbleiben wir denn da jetzt? Ich gehe da nicht mit. wir ja, sind ist 2 doch, zu eins. Dann, 2-1, ne? Demokratisch genau. entscheiden wir uns dann für das Hässlichere. ah, Nee, passt, können wir machen. Also ist nicht ganz mein Ding, aber dann kommt mal ein bisschen Abwechslung rein jetzt. Ja, ja, stimmt. Diese 2001er Figuren, also ich finde die echt schick, ne? Ich habe gerade überlegt, ich Wirklich. habe gesagt, damit bin ich aufgewachsen. Das stimmt ja gar nicht. Da war ich ja schon 15, da war ich schon lange raus aus dem Playmobil-Alter. Ja, ich habe mich vorhin schon gewundert, aber wollte es auch nicht Aber korrigieren. ich glaube, diese Art, wie die Frau so gestaltet war, die kannte ich aus dem Piratenschiff. Artikelnummer habe ich vergessen, aber ich hatte mal so ein Piratenschiff Mhm. und da war die Frau auch so gestaltet. Also, und auch mit diesem Planwagen aus der Westernwelt, die sah da auch schon so ähnlich aus. Ich hoffe nicht. Muss ich noch mal gucken, aber vielleicht trügt mich da auch gerade die Erinnerung. Ja, Aber irgendwie, weiß ich nicht, springe ich da voll drauf an. okay, Irgendwie gefällt mir das so, aber gut, ja, dann gebe ich mal nach. okay. Ich hoffe, ihr seid jetzt auf meiner Seite, denn wir kommen zum nächsten Set aus den Niederlanden. Ist mein absolutes Lieblingsset. Ich bringe Kai mit. Also Kai ist hier mein Berater und der vertritt mich hier bei meinem Joker, weil ich liebe dieses Set seit Jahren. Es ist ein 2012er Set und das sind die 3 Figuren vom Zwarte Piet, also das Zwarte Piet Trio mit der Produktnummer 5040, und ich hoffe, ihr seid genauso begeistert davon wie ich, weil ich lieb's endlos. Ich finde, besser kannst du es nicht machen. Jonas, soll ich der Spielverderber sein oder willst du anfangen? Ach, ich überlasse dir die Show. Ich lehne mich zurück und genieße. Lars, ich mag dir ungern wehtun in dem Moment, Mhm. aber das Set ist toll, ne? Mhm. Aber es hat für mich persönlich absolut keinen Bezug zu Weihnachten. Ja, Und das tut mir echt leid. Wenn wir da eine niederländische Sendung machen würden, rein nur niederländische Produkte,
Da wäre ich, glaube Mhm. ich, ganz weit vorne mit dir da. Aber Ja. ich persönlich, ich finde das Set wirklich toll. Keine Frage. Aber Mhm. ich kann das jetzt nicht besser, weil ich den Brauch überhaupt gar nicht kenne und überhaupt nicht weiß, es Ja. laufen da jetzt 3 oder das ist jede Version einmal oder weißt du, Mhm. da ist einfach meine Unwissenheit in dem Moment und da kann ich Ja. dem jetzt gerade nicht die Stimme. Das ist gar nicht, wird vielleicht dem Set auch nicht gerecht, aber ähm, Ja, es geht ja generell um eine subjektive Betrachtung. Deswegen ist das ja egal. Ne? Also wenn du das Set nicht magst und wenn du das auch nicht magst, dann weiß ich nicht, war das für mich auch antizipierbar so ein bisschen. Und dann ist das ja gar nicht schlimm. Also das habe ich auch ein bisschen erwartet. Aber ich finde es halt richtig, richtig geil und würde es das ist, deshalb mitbringen. das Set ist auch echt cool. Aber Ja, wenn ich jetzt die Wahl habe, dann, das wäre so, als wenn du Weihnachtsmann neben Christkind stellst, würde ich immer den Weihnachtsmann nehmen, weil das halt das ist, was ich sozusagen, was mein Weihnachten ist, in dem Sinne. hm. Und ja, Jonas. Ja, Aber du hast ja noch ist, vielleicht Jonas ist, als Background da irgendwo, der Ja, das weiß vielleicht ich jetzt nicht. ganz anders sieht. Hm. also, ja, im ersten Moment habe ich auch wieder gedacht, ne, ich kann damit nichts anfangen. Ich kenne diesen Brauch nicht. Ich höre durch diesen Podcast zum allerersten Mal davon. Das geht schon mal gut los, Jonas. Ähm, Mach weiter. aber ich muss wirklich, ich muss wirklich sagen, die Figuren sind extrem gut Mhm. gestaltet, ne? Die Kostüme, die Kleidung, die sie da tragen, das ist wirklich richtig nett gemacht. Und ich lasse mich da jetzt so ein bisschen überzeugen, obwohl Ja. ich ganz am Anfang noch ein bisschen anders reagiert habe. Mhm. Hätte ich dich mal starten Mit lassen sollen. Weihnachten, ja, genau, hättest du mich aufs Glatteis geführt. Ja. Ähm, nö, ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein. Also, ich stimme auch für das Set. Ich kann Stark. damit überhaupt nichts anfangen, es hat nichts mit Weihnachten zu tun für mich. Mhm. Aber ich finde es nett gestaltet. Also wirklich Das ist cool, ja. tolle Figuren. Die gefallen mir sehr gut. Ich bin Und traurig. nachher frage ich mal ChatGPT, was das damit auf sich hat. Wenn ihr euch auch fragen solltet, liebe Zuhörerinnen, was das mit sich auf sich hat, dann könnt ihr gerne Folge 50 hören, denn ich mache ganz kurz Werbung für unsere Weihnachtsfolgen und für unsere Adventskalenderfolgen natürlich auch, die alle bei Spotify dann mit Video verfügbar sein werden und bei YouTube auch. Also auch unsere Weihnachtsfolge aus dem letzten Jahr, Folge 50, die ich mit Tobi aufgenommen habe, die richtig, richtig cool war. Die gibt es dann natürlich auch. Und da wird ein bisschen was über die niederländische Tradition erklärt. Also da könnt ihr dann nochmal euch die Folge anhören. Die hat sehr, sehr coole Artikel und macht, glaube ich, sehr viel Spaß. Aber Jonas, schon mal vielen lieben Dank. Ja, herzlich gerne. Aber guter Hinweis mit der Folge, dann kann ich mir die morgen im Auto auf dem Weg zur Arbeit anhören. Das ist sehr, sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. Wir kommen zum 12. Artikel und ich glaube, der 12. Artikel, der wird einer sein, der Tobi richtig, richtig gut gefallen wird. Jetzt bin ich Bin mal gespannt. gespannt. Ich habe den betrachtet, habe den in der Artikelliste gesehen und dachte mir, ich muss den einfach für Tobi schon mitbringen. Und ich glaube, dass du den richtig gut findest, Tobi. Das ist die Produktnummer 4889 aus dem Jahr 2010. Engelchen mit Nikolaus und Leierkasten. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob meine Tendenz da richtig war. Ja, also weil du das ja schon gerade so hervorgehoben hast, ich fange dann an und dann geht meine Stimme dahin. Das ist natürlich so genau. Also dieser Leierkasten, den habe ich auch schon in der Nostalgiefolge gesagt, den fand ich schon immer mega, dass Deswegen, das Ding genau. überhaupt so läuft und so. Ähm, und auch an sich, ja, dieser große Stab, den der Weihnachtsmann da in der Hand hat. Und er hat auch wieder diese komische Jacke an, aber da geht meine Stimme hin, weil das natürlich mehr Weihnachten, wie ich eben schon sagte, für mich ist als das andere. Mhm. Und ja, zubehörmäßig, ja, die anderen, also es ist tatsächlich dann schwer, weil gestalterisch sind die anderen natürlich echt erste Sahne, das kann man nicht anders sagen. Mhm. Aber ja, wenn ich jetzt den Weihnachtsmann da so sehe mit seinem, Ich nee, finde die dann, Weihnachtsmann aber also, gut. ja, Ich finde die gar nicht so schlimm. der hat aber wieder diesen komischen, nur weil das Notenblatt davor ist, dann sieht man diesen ollen Mantel nicht so richtig. Stimmt. Aber was soll dieser riesige, der sieht aus wie so ein, weißt du, als wenn da nichts drin wäre, könntest du damit große Luft, hier Seifenblasen machen. Ja, Ja, verstehe den Stern auch nicht. also dann bleibe ich bei den Holländern. Okay. Ah, geil. Das gleiche habe ich nämlich auch gedacht. Ja,
Dieser, dieser überdimensionale Stern, der sieht echt ein bisschen komisch Ja, aus. der sieht billig Ja, aus. Ja, richtig. Das Set gefällt mir auch gar Nee. nicht. Der Leierkasten ist das Coolste, Ja, aber genau. es ist nicht so viel dabei. Ja. Es sind ja jetzt auch nur 2 Figuren. Zum Thema alleinstehendes Set, oder ja, wenn du das so mitbringst, ja, was willst du damit anfangen? Musik machen. Kannst du jetzt auch bei unserem, ja, da kannst du auch bei unserem Set davor sagen, ja, bei dem Holländer-Set, was willst du damit anfangen? Aber, ja. also man kann sich immer so oder so argumentieren, fällt mir gerade auf, aber, Hm. also hier geht es einfach nach der Optik und, nee, also das gefällt mir nicht so gut. Nee. Deswegen, ich bleib auch dabei. Ja, ich finde auch diese Engelchenfigur, die blond ist, die finde ich auch ein bisschen cooler. Das passt dann ein bisschen mehr zum Goldschmuck und an sich fand ich es ganz cool und ich dachte mir, der Leierkasten, der holt hier ein bisschen was raus. Ich habe vorher so ein bisschen gedacht auch, dass das vielleicht so ein Set sein könnte, das sich am Ende durchsetzt, weil es irgendwie ein bisschen was Besonderes ist, nicht so ein alltäglicher Kram, den man sonst in jedem Weihnachtsartikel von Playmobil sieht. Aber natürlich hat das Set auch seine Schwächen und die haben wir, glaube ich, gerade ganz klar offenbart und deswegen, ja, bin ich natürlich froh, dass es hier sogar 3:0 steht für mein Zwarte Piet-Trio. Also das sieht hier ganz gut aus für den Gesamtsieg. Ob das so bleibt, das werden wir in wenigen Sekunden erfahren, denn es geht jetzt in das Jahr 2015 und es geht auf den Weihnachtsmarkt. Da habe ich mitgebracht die Produktnummer 5587. Da könnt ihr gerne nochmal einen anderen oder ein anderes Produktbild öffnen, wenn ihr wollt, weil da seht ihr die Klamotten ein bisschen besser. Die Personen sind nämlich sehr, sehr cool gekleidet. Mhm. Also Ich finde das zumindest. Bild eigentlich schon sehr gut. Hm. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das ja weihnachtlich genug ist, um sich gegen das Zwarte Piet-Trio durchzusetzen. Also ich bin gespannt. Jonas, möchtest du diesmal als erstes aufs Glatteis? Sehr gerne, Tobi. Dann hau Das rein. ist richtig nett von dir. Ja, die Buden finde ich sehr cool gemacht. Da gibt es ja im Hintergrund, das ist ja, wie sagt man, so eine Girlande oder so, Hm. was man so typischerweise als am Eingang eines Weihnachtsmarkts sieht, ne? So eine große Lichterkette, die den Ja, Eingang kennzeichnet. Also wenn das wirklich im Set enthalten ist gucke ich mal schnell. und so sieht es aus, dann finde ich das schon richtig gut. Die Figuren sind sehr schön gestaltet. Hm. So richtig abwechslungsreich, auch nicht zu klischeehaft oder so. Ja, Ja, vielleicht doch. Ja, vielleicht doch. Jetzt, wenn man ja, nur 10 Sekunden hat und auf den ersten Blick reagieren muss, dann ändert man auch nochmal seine Meinung. das ist ja normal. Was ich echt merkwürdig finde, sind immer noch diese Laternen. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ja, Und ja, so schwierig in dieser kurzen Zeit jetzt zu einem Ergebnis zu kommen. hm. Aber Möchtest du noch ich überlegen? weiß es nicht. Sonst kann ich Ich muss mal vorgehen. überlegen. Wenn- Ja, geh du nochmal. Ich bin doch ein bisschen zwiegespalten gerade. Also, ich finde das Set sehr, sehr gut. Also die Figuren, mega mit den Hm. Rollkragenpullover, ne, mit dem Elch da vorne drauf bei der Blonden. Die Haare, sensationell. Die Jeans sieht gut aus. Hm. Bei der in Weiß da mit dem Eisbär vorne drauf. Toller Pulli. Sieht Ja, richtig winterlich aus. Der rosa Schal passt auch da zum Gesamtoutfit dazu. Jeans auch wieder klasse. Er da hinten mit seinem Rollkragenpullover. Die Haare gefallen mir nicht so, aber und auch die beiden Kinder richtig winterlich aussehend. Also wirklich, wo du sagst, okay, die sind draußen. Ja, die Laternen sind vielleicht nicht ganz so, aber guck mal, er hat da die Postkarten liegen und mit Weihnachtsbaum und so weiter. Und die Buden sind geschenkmäßig geschmückt und du kriegst ja, Lebkuchenherzen, du kriegst gebrannte Mandeln, du kriegst hier Gebäck liegt da, also hundertprozentig. Das ist, damit stoße ich die Holländer zurück nach Holland, für mich persönlich. hm. Also ich finde es wirklich gut. Für mich bisher das stärkste Set, was wir heute gesehen haben. Stark. Von der Detaillierung finde ich es wirklich gut und weiß nicht, soll das Papa Schlumpf da sein? Irgendwie sowas in Habe die ich mir auch Richtung. gedacht. Es sieht aus wie ein Ja. Schlumpf und der kommt auch später nochmal vor. Also habe ich mich auch sehr gewundert. Ja, also ich finde es wirklich gut und ja, also du kannst halt die Figuren auch nehmen und kannst dann halt auch dann Winter mitspielen, in Anführungszeichen. Du musst ja nicht Ja, im Weihnachten bleiben, sondern sie sind sehr vielseitig einsetzbar. Also finde ich hm. gut. Ja. Sieht nach Winter aus. Das stimmt, sieht sehr winterlich aus, ne? Und auch diese Girlande, die Jonas angesprochen hat, Ja, die ist wirklich dabei. Also ja, die
ist Teil des Sets. Du Die hast ein ist paar auch top. Lebkuchenherzen dabei. Genau, die ist cool. Die Lebkuchenherzen sind gut. Ich finde jetzt so ein bisschen den Rahmen da so ein bisschen billig dekoriert, so, aber da erwarte ich vielleicht zu viel. Also da hätte man so ein bisschen mehr draufpacken können. Aber Ja, aber ansonsten guck mal, finde ich schon du, gut. du hast da auch noch die Funktion, die Läden zuzumachen, ne? Du hast auch dann, also dass du Ja. kannst den Weihnachtsmarkt ja auch dann wirklich dicht machen, ne? Dass du dann sagst, okay, jetzt haben wir Abend, jetzt machen wir zu, jetzt können sie alle nach Hause Hm. gehen. Es fehlt noch so eine Glühweinbude, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, weil du sagtest, jetzt könnt ihr nach Hause gehen, da ist Glühwein doch eigentlich, naja, haben sie liegen lassen. Ja, aber kommt noch bestimmt, vielleicht. Aber ihr habt noch nichts gesagt, was ihr, Ich bin, ich bin oder so ein bisschen, ich bin hab ich's natürlich, verhört? ich bin absoluter Fan des Trios. Also das ist wirklich mit Abstand mein Lieblingsweihnachtsset, deswegen kann ich da nicht so richtig wegrücken, weil mir einfach die Figuren so gut gefallen und da wird es jetzt ein bisschen unangenehm mit mir bei den letzten beiden Artikeln dann auch, aber ich bin ein ganz klarer Fan von denen und wenn es nach mir geht, würden die sich jetzt erstmal durchsetzen, obwohl es da noch ein Set gibt, was ich auch richtig, richtig gut finde. Jonas, hast du überlegt? Ja, ich hatte jetzt ausreichend Zeit, nochmal darüber nachzudenken. Also ich finde mittlerweile doch, dass die Figuren so ein bisschen, die Farben auch so ein bisschen krass sind, die Farbkontraste. Ja, Bisschen überzeichnet, aber grundsätzlich hast du da halt viel, was du mitkriegst in diesem Set. Und was ich auch cool finde, du hast eine Bude für Süßkram, ne? So für Ja. ja, Kuchen und irgendwelche anderen Sauereien, würde ich schon sagen. ja, Und dann ein Geschenkestand, das ist schon sehr authentisch, ne? So ist es halt auf dem Weihnachtsmarkt. ja, schon sehr Diese gut. Girlande, die finde ich richtig gut. Die Figuren als solche, auch wenn sie von den Farbkontrasten her mir ein bisschen zu krass sind, Hm. sind trotzdem schön gestaltet. Der kleine Hund, der ist mir noch aufgefallen, der Mhm. sieht richtig gut aus. Ja, Das ist stimmt. ist es Berner Senn oder so? Was Auf ist jeden Fall das? ein Sennenhund. Genau, den finde ich richtig gut. Also für mich siegt das Set gegen dein Trio, Lars. Da muss Okay. ich dich leider enttäuschen. Ja, habe ich schon ein bisschen gedacht auch, ne? Aber die haben sich ja ganz gut gehalten hier, finde ich. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, die fliegen sofort raus. Aber schon mal vielen Dank dafür, dass ihr da so gnädig wart. Und ich finde auch, wenn man es zusammenfassend nochmal betrachtet oder irgendwie bewertet, dann muss man hier schon sagen, das ist ein perfekt oder nahezu perfektes Weihnachtsset, weil, so wie Tobi gerade sagte, ne, die Figuren sind einfach auch so ein bisschen universeller einsetzbar und die haben schon sehr, sehr coole Designs. Ja. Jo. Wir kommen zu einem Artikel, zu dem 14., also dem vorletzten Artikel, den wir hier vorstellen. Und zwar ist das ein ähnlicher Artikel, den wir schon mal hatten. Jetzt ist er ein bisschen neuer und der hat eine Besonderheit, die ich richtig, richtig mag. Und zwar ist das die 9496 aus dem Jahr 2018. Das ist wieder ein Rentierschlitten und ja, der Weihnachtsmann, der fällt hier ein bisschen ab. Aber sein Sack ist golden, sein Schlitten ist Gold, hat ein schönes Muster, finde ich. Und es ist die neue Variante der Rentiere dabei, die ich sehr liebe. Mhm. Und deswegen dachte ich, bringe ich das Set mal mit, weil es ja irgendwie auch besonders ist. Und alle anderen ja, Stärken und Schwächen des Sets, glaube ich, werdet ihr in den nächsten 2 Minuten nochmal erzählen. Tobi, fang mal an. Mhm. Okay. Also, der Schlitten, dieses grün-weiße Muster. Grün-weiß gefällt mir ja generell immer sehr gut. Ja. Auf dem Schlitten gefällt es mir nicht so gut. Hm. Weiß ich nicht. Also die Rentiere, nur die Rentiere für sich sind top. Finde ich mega. Ja. So, der Weihnachtsmann, über den haben wir heute lang und noch breit gesprochen. Der steht jetzt mal außer. Der Sack ist cool in Gold, das stimmt. Das sind scheinbar ja die Briefe an den Weihnachtsmann, Ja, wenn mich nicht alles täuscht. genau. Oh, die Laterne jetzt einfach nur in durchsichtig. Weiß ich nicht. Dazu das hellblaue Geschenk. Also, aktuell wäre ich beim Weihnachtsmarkt geblieben. Die Rentiere sind besser als der Weihnachtsmarkt, aber Ja. der Schlitten, also ich verstehe nicht was das soll. Das ist, nee. Er macht die Sterne in Gold da drauf und dann hast du mich schon wieder mehr und dann haben sie es auch noch so schlecht draufgeklebt, wenn man sich das vergrößert. Haben sie sich keine Hm. Mühe gegeben, das ist schlecht geklebt. Shame on you. Ihr seht ihr das, wenn ihr das mal groß macht, dass das schlecht, dass das nicht gut Man sieht draufgeklebt so ein bisschen ist. Rand, ne? Genau, du siehst links unten Rand, Ja. Und oben der so ein links bisschen in der absteht. Ecke ist es auch nicht richtig bündig. Ja, stimmt, ja. Also
Hatte jemand Wurstfinger. Ja, Ja, oder ich denke mir so, dann mach doch den Schatten wenigstens per Photoshop weg, ne? Also, dass du ja, einfach da weiß nachziehst, aber genau. machen die nicht. Nö. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich bleibe beim Weihnachtsmarkt. Ja. Jonas, willst du erst oder soll ich? Ja, mach du mal. Ja, ich bin auch beim Weihnachtsmarkt. Ich finde den Rentierschlitten so an sich ganz okay. Der gefällt mir farblich besser als alle anderen, weil es mal eine neue Farbe ist. Das Muster wirkt aber irgendwie, weil die Schneeflocken auch ein bisschen zu groß sind, finde ich, wirkt es ein bisschen billig. Und man muss natürlich auch sagen, die Farben passen nur so mittelgut zusammen. Also die könnten ein bisschen mehr miteinander harmonieren, macht dann ein cooleres Muster drauf und nicht nur einfach so viel zu große Schneeflocken. Das finde ich ein bisschen schade, so wie du sagtest, Tobi, die Laterne, die finde ich so ganz okay, aber die macht natürlich auch nichts. Den Weihnachtsmann haben wir besprochen. Die Rentiere sind ein Traum, also ich finde die wunderschön. Und ich dachte mir so, wenn ihr die schon habt, seit 2018, dann bringt doch einfach mal eine größere, ja, weiß nicht, einen größeren Artikel einfach raus, einen größeren Weihnachtsschlitten, der vielleicht so 4 Rentiere hat. Ja, Mal wieder, das wäre eine ganz coole Sache und dann macht einen eleganten Weihnachtsschlitten, der vielleicht auch ein bisschen teurer ist und dann packt diese schönen Rentiere hier rein, 4 Stück davon. Der Weihnachtsmann kann auch ein bisschen eleganter aussehen, macht da ein bisschen Gold dran und schickt den mal zum Friseur und dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Nummer. Aber so ist das so ein bisschen lieblos. Es wirkt dann so, als ob wir hier irgendwie sagen müssen, ah, okay, hier gibt es 2 coole Rentiere, aber der Rest ist irgendwie scheiße. Und das ist ein bisschen traurig, weil es wirkt irgendwie so, als ob es da sein muss. Oder als ob es da ist, nur weil es da sein muss. Also mir fehlt da so ein bisschen die Liebe. ja. Und das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen, dieser schiefe Aufkleber ist so ein bisschen sinnbildlich für das, Ja, was bei Playmobil so ein bisschen schief läuft, ne? So diese Liebe ja. zum Detail ist so ein bisschen weggegangen. Ich glaube, in den 80er Jahren hättest du das so nicht gesehen. Hm. Da wäre aber alles in so einem Grünton gewesen. Naja, Wahrscheinlich. aber du weißt, was ich meine. Da haben Ja, die ja, sich so klar. viel Mühe auch mit den Katalogbildern Hm. gegeben und so weiter. Ich glaube, das Ja, wäre dann sofort aufgefallen, hätte einer gesagt, nee, komm, weg damit, mach das neu. genau. So, Genau. Das ist auch nur eine Kleinigkeit, ne? Also es sollte einem schon auffallen. Eine Kleinigkeit, die man leicht beheben kann. ja. Ja, genau, eigentlich schon, ne? Genau. Also ich kann mich da euch beiden anschließen. Mach's auch gar nicht so lang. Ich finde es komisch, dass der Sack golden ist. Ich weiß nicht, das Hm. ist für mich nicht notwendig. Das sieht so billig aus. Also ich persönlich finde sowas nicht so Hm. schön. Die Farbkombination von dem Schlitten gefällt mir nicht. Ja. Und bei den Rentieren, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da nicht das alte oder das Rentier aus dem vorherigen Set noch schöner fand. Ah ja. Ist aber eine ganz persönliche Meinung, Ja, ne? klar. Und bei diesem Weihnachtsmann, jetzt weiß ich, woran er mich erinnert. Kennt ihr den Film Bad Santa? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja, genau so sieht er aus, als ob der jetzt nach Hause kommt, Ja, ja, in ja. seine billige Apartmentwohnung, sich dann den Bart abzieht und erstmal eine Pulle Whisky aufmacht. Das stimmt, ja. Das sieht wirklich ein bisschen so aus, ne? Ähm, so Ja. ein bisschen schlampig halt, ne? Das ist die Und Billy Bob Thornton. ja, Wirklich. deswegen bleibt es bei mir auch beim Weihnachtsmarkt. Ja. Okay, dann kommen wir zum großen Finale. Nachdem es hier 3:0 steht, geht zum großen Finale und mitgebracht habe ich weiß nicht, ob es spannend wird, aber wir werden es herausfinden. Es ist aus dem Jahr 2012 ein weiterer Mitnehmkoffer, nämlich Santas Werkstatt mit der Produktnummer 5987 und jetzt bin ich gespannt, ob das Set hier eine Chance hat oder ob ihr sagt, auf keinen Fall, der Weihnachtsmarkt ist viel, viel besser. Wir haben einen perfekten Weihnachtsmann mitgebracht, finde ich. Und ich glaube, der macht schon mal eine Menge her. Wir haben einen coolen Wichtel dabei. Die Wichtelwerkstatt, die vorhin gefehlt hat. Die ist hier mit am Start. Ein paar coole Geschenke. Aber ob es am Ende reicht, werden wir herausfinden. Jonas, diesmal Okay. bist du der Erste. Ja, ich kann es relativ kurz halten, denn es gefällt mir, dass sehr viel Zubehör dabei ist. Die Figuren sind schön gestaltet. Ja, Wie Lars schon sagt, der Santa, der ist richtig cool. Der Bart gefällt mir gut. mhm. Der hat sogar eine Brille auf. Ist die nur aufgemalt oder ist die sogar angesetzt? Das sieht so ein bisschen angesetzt aus. Die ist so raufgedruckt, ne? Okay. Aber die ist, glaube ich, so ein Aber bisschen also, erhaben. Also die ist, oder? also doch, Ja. Ich ne? meine, die ist ein bisschen erhaben, aber ich bin mir nicht Ja, für hundertprozentig mich wirkt es sicher. nämlich auch so. Also viel Zubehör, sehr schön gestaltet. Aber halt das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie man dieses Set für sich alleine dann Mhm. stehen lässt. Dafür ist es mir dann vielleicht doch ein bisschen zu wenig. Dann hätten vielleicht noch 2, 3 andere Wichtel dabei sein müssen. Oder nennt man die Wichtel?
Ja, Wichtel, ja. Ja, ne, also ganz, ganz schwierig, aber ich könnte mit dem Weihnachtsmarkt mehr anfangen. Okay, ich bin 39, ich kann mit diesen Sachen sowieso nicht mehr so viel anfangen wie ein Kind, aber Hm? versteht ihr, was ich meine? Na Ich könnte klar. mir vorstellen, dass ich mit dem Weihnachtsmarkt viel mehr anfangen könnte als mit dieser Werkstatt. Aber findest du den Weihnachtsmarkt schöner als diese Werkstatt? Schöner nicht, nein. Mhm. Die Farben sind halt deutlich dezenter gestaltet Ja. oder ausgewählt und das finde ich hier in diesem Set schön. Weil ich gehe so ein bisschen danach, ob es farblich cool ist und was ich damit anfangen könnte, interessiert mich erstmal gar nicht so. Ich weiß nicht, das macht ja jeder dann individuell so. Was ihr vielleicht auch bei dem holländischen Set dann ein bisschen bemerkt habt. Aber ich finde das schon ganz cool. Aber ich bin mal gespannt, Ja, was Tobi gleich hm. sagt. Also ich finde, der Weihnachtsmann ist der beste, den es gibt. Der ist wirklich sehr, sehr cool. Den haben die toll gemacht, muss ich echt nochmal wiederholen. Also steht es jetzt 1-1. Ich bin noch nicht ganz sicher. Also ich würde noch kurz warten. Oder Tobi, willst du zuerst oder soll ich mich festlegen? Aber ist ich jetzt zuerst, dann entscheidet ihr euch nachher gegen mich. Sagt ihr, nö, das wollen wir nicht. Dem zeigen wir es gerne Den mal. lassen wir jetzt auflaufen. Aber ich kann ja auch mal was dazu sagen. Mhm. Ähm, Ich finde das schon ziemlich cool eigentlich, so im Ganzen. Ja. Das ist schon, guck mal, das die Geschenke, das, was du vorhin gesagt hast mit dem Geschenk, also das eine, das rote mit Nikolausmütze und so weiter, sehr weihnachtlich. Und das andere ist zwar ein bisschen crazy, aber das hat auch Lebkuchen und Apfel und ist auch weihnachtlich mit Schaukelpferd. Also es war ein bisschen, ne, Ja. als ob du gerade einen Trip fährst, aber ansonsten ist das schon ziemlich cool. Und ja, die Frage ist nachher, was mache ich damit? Aber ich glaube, es geht heute mehr um die Ästhetik des Sets an sich und nicht das, wie Ja. brauchbar es ist am Ende des Tages, weil ich finde, die meisten Weihnachtssets hast du ja wirklich eher in der Weihnachtszeit und da passt das voll rein für mich. Und der Ja. Weihnachtsmann ist wirklich der schönste von denen, die wir heute hatten. Das stelle ich mir wirklich vor, wie der da sitzt und diese Formel-1-Autos da jetzt zusammenbaut oder Mhm. das Segelschiff. Finde ich ziemlich cool. Und wenn ich mich jetzt festlegen muss, dann gehe ich zur Werkstatt. Da wollte ich nämlich auch hingehen. Also ich finde die, aber es ist knapp. Also wirklich, Es ist knapp, definitiv. Ich habe in 5 verschiedenen Momenten habe ich 5 verschiedene Meinungen, glaube ich, obwohl sich jetzt die Meinung oder die Tendenz zum Set mit der Werkstatt ein bisschen durchsetzt. Ich finde die halt noch ein bisschen, also die ist schon cool. Da ist natürlich auch nicht viel bei, ne? Das ist noch ein Kritikpunkt. So, du hast ein bisschen Einrichtung, aber du hast halt keine Buden, keine weihnachtlichen Buden. Du hast halt keine coolen Winterpullover. Aber ich finde, der Wichtel alleine und der Weihnachtsmann in der Kombination, die sind perfekt. Und deswegen würde ich hier auf jeden Fall auf die Werkstatt gehen. Also hat, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Werkstatt hier gewonnen und die Werkstatt wird unser Kaiser, oder? Unser winterlicher, weihnachtlicher Kaiser. Na, Jonas muss noch kurz was sagen, obwohl es jetzt irrelevant ist. Ja, also Jetzt kannst du deine freie Meinung äußern. Du musst jetzt auf niemanden mehr Rücksicht nehmen. Stimmt. jetzt sage ich euch mal, was ich von euch halte. Nein. Ja, ich weiß, ich tendiere da immer hin und her. Ne? Manchmal bin ich mir bei meinen Kriterien auch gar nicht so sicher. Ja. Bei den Swat und Pete, bei diesem Trio, da habe ich jetzt dazu gestimmt, obwohl man mit dem Set eigentlich gar nichts anfangen kann, so alleinstehend. Hm. Das kannst du dir ins Regal stellen. Ähm, immer ein bisschen schwierig, aber also generell muss für mich das Ganze irgendwie auch in Sinn ergeben oder so. Ne? Also wenn ich mir als Kind etwas von Playmobil gewünscht habe, dann musste das irgendwie in den Kontext passen. Also Mhm. ich habe mit meiner Schwester zusammen viele Sachen gesammelt und wir haben uns das eigentlich schon immer so gewünscht, dass wir da irgendwie sinnvoll das in unsere Welt so einbauen können. Ne? Also wir Ja. haben nur schon das ziemlich zielstrebig verfolgt und deswegen bin ich immer noch so ein bisschen gedanklich da verhaftet, Ja. dass ich denke, ich muss auch oder ich würde auch gerne irgendwie im Nachgang etwas damit machen, auch wenn es jetzt Mhm. ja nicht Weihnachten ist oder wenn ich im Sommer Weihnachten feiern will oder so. Ja. Aber also diese Werkstatt als solche, weiß ich nicht, kann für mich nicht alleine stehen. Natürlich sind meine Entscheidungen hier nicht ganz konsequent durchgezogen, aber Müssen sie auch nicht sein. ich bleib einfach bei diesem Weihnachtsmarkt, weil ich denke, man kann da viel mehr Spielwelt drumherum bauen. Ja.
Auch im Weihnachtskontext oder auch im Winterkontext, ne? Jonas, ich muss immer daran denken, also ziemlich häufig auch gerade, weil du von der Kindheit gesprochen hast, von der Playmobil-Kindheit, muss ich immer an die Reiterhof-Folge, an Folge 51 denken. Und wie sehr es mir da leid tat, dass dein Held aus der Kindheit, also dieser Ponyhof, da einfach hinten runtergefallen ist. Das tat mir so leid und Den ich übrigens auch zu Weihnachten bekommen habe. stimmt, genau. Irgendwie tat es mir leid, aber irgendwie fand ich es gerade richtig witzig. Penner. Nee, aber gut. Dann war das eine sehr, sehr enge Geschichte. Ich würde euch einmal fragen, welches Set findet ihr von denen, die wir ja heute gesehen haben, am besten? Ich bleib bei meinem Weihnachtsabend mit dem Hund und der Mutter und dem Kind und Hm? wo der Adventskranz und so, wo ihr mich überstimmt habt mit den Holländern. Da bleibe ich bei. Das ist für mich wirklich so das Set, wo ich sage, da, ja, das ist so das Weihnachtlichste im Ganzen. Jonas, wie sieht es bei dir aus? Für mich ist es der Baumschmuck. Liegt einfach daran, dass der Weihnachtsbaum für mich der zentrale Punkt am Weihnachtsfest ist. Das war schon immer Mhm. so. Und das wird auch immer so bleiben, auch wenn ich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so ein Weihnachtsfan bin. Auf den Baum freue ich mich immer. Auch auf das Baumschlagen, Baum holen, Baum schmücken. Hm. Das ist das, was mich am Weihnachten immer noch am meisten begeistert. Und deswegen passt dieses Baumschmuck-Set da einfach hervorragend rein. Sehr cool, ja. Verstehe ich sehr, sehr gut. Für mich ist das Trio des Swarte Piet, wie gesagt, am coolsten. Ich finde die Personen oder alle drei Figuren richtig, richtig gut gestaltet und ja, finde das wirklich sehr, sehr cool. Ich bedanke mich sehr bei euch dafür, dass ihr hier in der Folge dabei wart. Das war sehr, sehr witzig, fand ich. War ein bisschen lang, finde ich, aber ja, hat sich doch ein bisschen rausgezogen hier mit 15 Artikeln, aber da können wir ja beim nächsten Mal, wenn wir das zum zweiten Mal machen, einfach ein bisschen gegensteuern. Dann wissen wir vielleicht, dass ich das ein bisschen in die Länge ziehen kann. Aber ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, vielen Dank. Ich finde, das ist von der Dauer, du kannst das ja schön am ersten, zweiten, dritten Advent auch im nächsten und übernächsten Jahr noch hören. Ne? Wer es jetzt Ja, vielleicht in der Weihnachtszeit nicht schafft. Und dann kannst du dich schön vor den Kamin setzen und kannst diese Folge hören. Ist doch fantastisch. auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Und wie gesagt, ihr habt dann noch die Möglichkeit, alle Adventskalender-Folgen, die wir jemals bei Playmobil aufgenommen haben, mit Video zu sehen. Die werden dann Mitte Dezember spätestens alle zusammen öffentlich sein. Alle Weihnachtsfolgen werden da sein. Also wie gesagt, auch unsere Weihnachtsfolge 50, Tobi, aus dem letzten Jahr, die ist sehr, sehr cool. Also da gibt es einiges von uns und dann ja, wünsche ich euch eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit und hoffe, dass ihr diese wundervoll mit euren Familien verbringt. Genau, frohe Weihnachten. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Bei der nächsten Folge kann ich ganz kurz ankündigen, Tobi, bist du dann wieder zu Gast mit einem Thema, das wir in diesem Podcast noch gar nicht besprochen haben und das wird, glaube ich, sehr, sehr witzig. Es wird sehr speziell. So kann man sagen. Ja. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Macht's gut.